Würdest du Maden essen? 5 cm lang, weiß und vor allem lebendig? Über den Wolken ist es still, einsam, geheimnisvoll. Denn hier bleibt etwas verborgen. Die Welt darunter. Eine Welt der Extreme, eine Welt voll Schönheit. Stell dir vor, du sitzt auf der Ladefläche eines Geländewagens und fährst mit 70 km/h durch die Nacht. Der kalte Fahrtwind weht dir ins Gesicht und du kauerst neben Stühlen, Rucksäcken und Lautsprechern. Anschließend fährst du im Kofferraum eines überfüllten Autos mit, vorbei an Polizeikontrollen, um dann spontan in die Bar Pizza zu essen. Doch wie ist es dazu gekommen? Anti-government protesters clashed with police in Quito. Im ersten Monat ging erstmal nichts. Die Straßen waren blockiert, die Arbeit stark eingeschränkt. Ein Streik legte die Region lahm, teils mit Versorgungsproblemen und gewaltsamen Demonstrationen. 4 Wochen lang hieß es warten. Doch dann öffneten sich die Wege zu unseren Ministerios, den Arbeitsstellen, wo wir mithelfen. Besonders chaotisch geht es im Chaos-Club von Alina und mir zu. 3 Stunden lang gestalten wir Programm für die Kinder eines Frauenclubs. Voller Energie, Lärm und Lachen. Mittwochs bin ich in einem Kinderclub in Atuntaki. Freitags dann in Otavalo. 2 sehr ähnliche Ministerios. Bei beiden gibt es eine Andacht, ein Bibelvers, Spiele, Lieder und einen Snack. Besonders spannend sind die Wochenenden. Dort helfen Marie und ich in einem Kinderclub in El Hato mit. Einem einfachen Dorf, geprägt von Landwirtschaft, Nebel und Armut. Mehrfach waren wir auch schon bei Hausbesuchen dabei. Man sitzt dann plötzlich in der Küche einer kleinen Blechhütte und hält sich mit einer älteren Dame über ihr Leben und isst dabei gebratenes Meerschweinchen. Das ist immer sehr eindrücklich. Regelmäßig besuchen wir auch die Jugendlichen Mira, treffen uns im Jugendkreis oder machen mit ihnen Lobpreis im Gottesdienst. Manchmal kommt es aber auch vor, dass man eigenständig in die Dörfer fahren muss. So landet man dann zwischen Stühlen und Lautsprechern auf der Ladefläche. Und dann kam der Dezember. Alles änderte sich erneut. Wir hatten keine Ministerios mehr, sondern führten ein Weihnachtsmusical auf, was wir zuvor eingeübt haben. An etwa 20 Orten, vom Dschungel bis zur Hauptstadt. Das war sehr intensiv, da man so viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte und gleichzeitig extrem viel vom Land gesehen hat. Wir waren im Dschungel bei den Awa-Indigenen, wo Missionare in Holzhäusern leben, und an Schulen in der Hauptstadt mit über 400 Schülern. Oder in kleinen Dörfern, wo wir mit Kindern Fußball spielen konnten. Die Aufführungen haben echt Spaß gemacht und wir hoffen sehr, dass die frohe Botschaft bei den Leuten angekommen ist. Denn normale Weihnachtsgottesdienste gibt es dort meist nicht. In vielen dieser Orte waren wir die Einzigen, die überhaupt eine Art Weihnachtsgottesdienst angeboten haben. Und kaum war das Musical vorbei, ging die Reise weiter. Wir waren unterwegs und durften Ecuador noch einmal ganz neu erleben. Besonders spannend war ein Missionarstreffen in Mindo. Dort erkundeten wir den dichten Urwald, badeten in Wasserfällen und genossen die wunderschöne tropische Natur. Die bunten Pflanzen, das satte Grün des Regenwaldes und die warme, feuchte Luft fühlten sich echt paradiesisch an.
Nach Weihnachten machten wir uns dann daran, Ecuador weiter zu entdecken. Um 3 Uhr morgens ging es los. Unser Ziel, der Chimborazo, der höchste Berg des Landes. Majestätisch ragt er auf über 6200 Metern Höhe aus einer kargen Steinwüste. Wir wanderten bis auf über 5000 Meter hinauf, wo jeder Schritt einem den Atem raubte. Und wir bestaunten einen riesigen Wasserfall im Oriente, der Dschungelregion Ecuadors. Dort fuhren wir auch auf weitläufigen Flüssen mit einem Boot, fanden Goldkörner am Strand und bestaunten eine Höhle mit unterirdischen Flüssen und Wasserfällen. Ganz anders war es dann am Strand am Pazifik. Sanfte Wellen rauschten an den Strand. Das Licht der untergehenden Sonne spiegelte sich im Meer. Am Lagerfeuer unter Palmen machten wir Lobpreis, während das Meer im Hintergrund rauschte. Ein Moment ruhig, weit und zeitlos. Doch ein Thema beschäftigt uns seit Monaten sehr: das Visum. Lange Zeit wussten wir nicht, ob wir überhaupt hier im Land bleiben dürfen. Im Moment sind wir im Prozess. Und so lange dürfen wir auch hier im Land bleiben, was schon mal eine erste Erleichterung ist. Betet gerne dafür, dass wir das ganze Jahr hier bleiben dürfen und dass wir uns voll auf den Dienst hier fokussieren können. Schon mehrfach waren wir in der Natur unterwegs, auf unbekannten Wegen, welche sehr sinnbildlich für die Zeit hier stehen. Zum Beispiel Wandertouren mit spontanem Trampen in der Wildnis. Man läuft, ohne sein Ziel zu kennen, trifft manchmal auf Abzweigungen und Umwege und wird immer wieder neu überrascht, wo man dann rauskommt. Ich bin gespannt, was alles noch passieren wird. Gerade wegen dem Visum muss ich immer wieder neu an diesen Vers denken. Und die Made, die habe ich tatsächlich gegessen. Nicht, weil ich wollte, eher, weil ich mich darauf eingelassen habe. Und vielleicht beschreibt das diese Zeit hier auch ganz gut. Dinge tun, die man sich vorher nie hätte vorstellen können. Und merken, dass man getragen wird. Auch dann, wenn man nicht weiß, wohin der Weg führt.